Kennt ihr das? Manchmal wollt ihr einfach nur richtig rumspritzen. Wow, ich sehe es schon kommen. Diese Folge wird niveauvoll. Nochmal, kennt ihr das? Manchmal ist das Leben ziemlich einfarbig. Deshalb will man es bunt machen. Mit Splatoon. Verdammt, das war zu tiefgründig. Splatoon ist ein Third-Person-Online-Shooter von Nintendo. Moment, was? Von Nintendo? Ja, von Nintendo. Dass ich diesen Tag noch einmal erlebe. Das war irgendwas? Ach ja, Splatoon erschien weltweit Ende Mai 2015 und erfreut sich großer Beliebtheit. Es kam so gut an, dass allein in Japan in der ersten Woche schon 144.000 Kopien verkauft wurden. Am Ende des Jahres hat sich das Spiel weltweit bereits 4,06 Millionen Mal verkauft. Es ist somit zurzeit eines der erfolgreichsten Wii U-Spiele. Ach, Glocke, du auch hier? Ja, ich dachte, ich komme mal vorbei. Sieht übrigens gut aus. Ah, danke. Splatoon wurde auf der E3 2014 angekündigt und vorgestellt. Und obwohl ich eigentlich nur auf Smash Bros. Gewartet habe, war ich ziemlich überrascht, einen Third-Person-Shooter von Nintendo zu sehen. Ich saß auch auf der E3 und nun ist es eines der Spiele, mit der ich meine meiste Zeit verbringe. Obwohl ich echt nicht der Typ für Online-Shooter bin, war ich ziemlich interessiert an dem Gameplay. Aber bevor wir damit anfangen, kommen wir doch erst einmal zur Story. Splatoon spielt in einem postapokalyptischen Japan. Wie ich auf Japan komme? Naja, da ist der Tokyo Tower, hier sind verrückte Idols, die die Nachrichten ansagen und das alles sieht mir einfach viel zu sehr nach japanischen Subkulturen aus. Deswegen Japan. Hier leben auch keine Menschen mehr, sondern Intlinge und Octarianer. Die Intlinge leben in Nikopolis. Das ist diese Stadt hier. Und die Octarianer wurden in den Octo-Distrikt verbannt. Das Einzige, was Intlinge tun, ist, den ganzen Tag zu amüsieren, indem sie zum Beispiel gegeneinander kämpfen. Doch eines Tages, rein zufällig, wenn wir das Spiel starten, verschwindet der Riesen Elektrowels, welcher Inkopolis mit Strom versorgt. Nein, Batterien werden euch dauernd nicht weiterhelfen. Also liegt es an uns, in einen Gully zu springen zu einem Typen, von dem das Spiel einem sogar sagt, er sehe so aus, als würde er einen nur in Schwierigkeiten bringen. Moment, was war das? Ach ja, ich vergaß wohl zu erwähnen, dass Inklinge jederzeit zwischen Menschen- und Tintenfischform wechseln können. Aber dazu später mehr. Fucking Cliffhanger. Auf jeden Fall ist Nikopolis eine Art Hubworld des Spiels und der Gully ist der Eingang zum Story-Modus. Hier erwartet uns Captain Kuttelfisch, welcher ein alter paranoider Mann zu sein scheint, auf den keiner mehr hören will. Außer wir. Dieser gibt uns schnell neue Uniformen. Na super, die ist ja gebraucht. So nennt uns Nummer 3. Dann schickt er uns los, die Octarianer zu bekämpfen, da er der Meinung ist, dass sie den Elektrowels geklaut haben. Der Story-Modus ist sehr strukturiert eingeteilt. Wir haben ein Gebiet, in welchem wir uns frei bewegen können. Das ist praktisch unsere Welt 1, wie zum Beispiel bei Mario. Hier sind nun ein paar Level versteckt, welche wir finden müssen. Das Finden geht ganz einfach, wenn wir ein wenig mit unserer Tinte herumspritzen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich versucht, es nicht komisch klingen zu lassen. Ich habe versagt. Wenn wir ein Level gefunden haben, springen wir einfach rein. Die Level an sich sind eher linear und es gibt nicht viel, was sie jeweils zur Story beitragen. Es gibt jedoch Schriftrollen als optimale Collectibles, welche uns ein wenig über die Hintergrundgeschichte des Spiels aufklären. An sich läuft es aber immer gleich ab. Wir kommen in eine Welt, spielen alle Level durch und sammeln diese kleinen Elektrowälse. Und mit genug Elektrowälsen können wir zum Boss. Dann haben wir genug Elektrowälse gesammelt, um mit einer Überladung diese Glühbirnen zu zerstören. Moment mal. Wirklich? Glühbirnen? Na, das nenne ich ein Hindernis. Dann kommen wir auch wieder in eine neue Welt und machen wieder genau das Gleiche. Die Story ist nicht sonderlich lang, aber ein netter Zusatz. Zumal man Pläne für bestimmte Waffen kriegt, die man im Multiplayer nutzen kann. Die Präsentation von Splatoon ist allgemein sehr bunt und cartoony. Um ehrlich zu sein, dachte ich bei den ersten paar Bildern des Spiels, es hätte irgendwas mit Nickelodeon zu tun. Das hat es aber nicht. Aber hey, das ist alles andere als schlimm. Gameplay und Grafik gehen hier ziemlich stark Hand in Hand. Wir haben ein ziemlich buntes Spiel, in dem es ohnehin darum geht, farbige Tinte zu verschießen. Demnach hätte man die grafische Gestaltung nicht besser machen können. Alles sieht und fühlt sich einfach richtig an. Die Umgebung, die Outfits, der Wechsel von Squid zu Kid, das Schwimmen in der Tinte, alles von der Optik bis hin zum Sounddesign ist sorgfältig designt worden und passt wunderbar zusammen. Auch die eigene Sprache der Inklinge und die Popmusik im Hintergrund, welche genau in dieser Sprache vertont ist, sorgt wirklich dafür, dass diese kleine Welt recht authentisch wirkt. Das hier ist kein Militärshooter, in dem man sich eventuell wirklich wie ein Soldat, Terrorist oder ähnliches fühlt. Inklinge kämpfen nur zur Unterhaltung und das Setting unterstreicht dies wirklich sehr gut.
Kommen wir nun endlich zum Gameplay. Splatoon ist sehr anders, was Online-Shooter betrifft. Jedoch müssen wir Kampagne und Multiplayer erst einmal voneinander trennen. In der Kampagne geht es wie gesagt darum, um ein Level abzuschließen. Hier haben wir bereits eine komplett vorgefertigte Ausstattung. Ausgerüstet sind wir mit einer ganz normalen Handfeuerwaffe, mit der wir Tinte verschießen. Hier funktioniert alles ziemlich genauso wie in jedem anderen Shooter. Schießen uns einfach den Weg zum Ziel frei. Das ist aber noch längst nicht alles. In der Kampagne haben wir auch noch leichte Plattformelemente drin. Das liegt daran, dass man Splatoon normalerweise kaum läuft, sondern in der Tinte schwimmt. Wir können Tinte verschießen und uns in dieser auch ganz frei bewegen. Unsere Tinte ist auch begrenzt. Das sieht man recht gut an dem Behälter am Rücken. Wenn wir in Tinte tauchen, laden wir sozusagen nach und können uns schneller fortbewegen und sind auch in gewisser Weise sogar vor manchen Angriffen geschützt. In der Tinte können wir auch Wände hochschwimmen und von dort aus besser springen. Das ganze Spiel baut also sehr stark auf die Mechanik auf, dass man von Tintenfisch zur Menschenform wechselt und andersherum. Man könnte somit sagen, dass man eine defensive und offensive Form im Spiel hat. Inkling im Angriffsmodus! In der Kampagne ist man sehr begrenzt, was die Mittel angeht. Wir haben nur eine Waffe, die wir upgraden können, aber dafür 3 sekundäre Waffen, wie zum Beispiel Granaten. Der Multiplayer sieht ja ganz anders aus. Und hier liegt der Schwerpunkt des Spiels. In den Corpolis haben wir freien Zugang zu Waffen, Outfits, Schuhen und Kopfbedeckungen, bzw. Accessoires. Diese sehen nicht nur cool aus, sondern haben auch einen Zweck, oder sollte ich sagen Swag? Es tut mir leid. Nein, wirklich. Es tut mir ernsthaft leid. Alle Outfits haben eine gewisse Anzahl an Sternen. Je nach Anzahl der Sterne gebieten sie einem mehr Slots für spezielle passive Skills. Sie können sein, dass man schneller läuft oder man schneller Tinte auflädt, etc. Durch das Spielen des Multiplayer bekommt man Punkte. Diese Punkte erhöhen gleichzeitig das Level des Spielers als auch das Level der Klamotten. Hat man genug Punkte gesammelt, wird einem freien Slot irgendeine Fähigkeit zugeordnet. Je höher man vom Spiellevel ist, desto bessere Klamotten und Waffen kann man sich dann im Endeffekt kaufen. Irgendwann ist man der coolste in Corpolis. Oder auch nicht. Und für alle Ikamasume-Fans gibt es das Squid Girl Outfit. Probiert's mal aus, sieht echt toll aus. Waffen gibt es wirklich sehr viele verschiedene. In einem Match jedoch kann man immer nur eine gleichzeitig haben. Alle Waffen haben eine sekundäre Waffe direkt mit dabei, sowie eine Spezialfähigkeit. Die Waffen bauen mehr oder weniger auf reale Waffen auf. So zum Beispiel haben wir sehr schnelle Handfeuerwaffen, zum Beispiel die Airbrush MG, oder wir haben Sniper Rifles, hier Konzentrator genannt. Es gibt sogar sowas wie eine Shotgun, nur dass es hier ein Eimer ist. Was es nicht so als Waffe im echten Leben gibt, sind diese Farbroller. Naja, zumindest nutze ich meine als Werkzeug und nicht um jemanden damit zu überrollen. Alle Waffen haben ihre Vor- und Nachteile und das muss wirklich jeder seinen ganz eigenen Spielstil finden. Ich zum Beispiel spiele sehr gerne mit schnell schießenden Waffen, mag aber auch manchmal Waffen, die eine hohe Reichweite, dafür aber eine kleine Feuerrate haben. Als ich die Aufnahmen gemacht habe, habe ich auch festgestellt, dass ich zum Beispiel diese Eimer wirklich super finde. Ich meine, wolltet ihr nicht auch einfach mal einen Eimer gefüllt mit Schmerz und Tod auf eure Gegner kippen? Ich schon. Mit Konzentratoren und Roller habe ich eher weniger Spaß. Demnach muss man wirklich herumexperimentieren, um seinen ganz eigenen Spielstil zu finden. Man sollte sich auch fragen, töte ich lieber oder färbe ich lieber ein? Oder will ich einfach alles niederwälzen? Diese ganzen Personalisierungen gelten aber nicht für den lokalen Multiplayer. Dieser ist allgemein eher meh. Man kann leider nicht zu zweit online spielen und es geht im Prinzip darum, Balance zu zerstören. Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Hier hat man die Wahl zwischen ein paar vorgefertigten Ausrüstungssets. Die Personalisierung ist nur für den Online-Multiplayer interessant. Hier gibt es 2 Arten, wie man spielen kann. Revierkampf und Rangkampf. Rangkampf ist erst ab Level 10 möglich, also schauen wir uns den normalen Revierkampf an. Hier geht es eigentlich nur darum, alles mit seiner eigenen Farbe voll zu spritzen. Voll zu spritzen. Man spielt in Teams 4 vs 4 und das Team, welches sein Revier am besten markiert, gewinnt. Oh Mann, das klingt wieder so falsch. Natürlich kann man sich auch gegeneinander abschießen, aber das ist nicht der Hauptfokus des Spiels und hier liegt auch der größte Unterschied zu anderen Shootern. Man muss niemanden abschießen. Kills sind relativ irrelevant, verschaffen dem Team zwar einen Vorteil, aber im Endeffekt kann man so viele Kills gemacht haben, wie man will und hat vielleicht trotzdem verloren. Es zählt nur die eigene Farbe am Boden. Die Runden sind sehr angenehm, da sie recht kurz sind. Eine Runde geht bloß 3 Minuten. Generell ist das ganze Spiel sehr schnell. Wenn man stirbt, ist man nach einer sehr kurzen Zeit wieder an einem festen Respawn-Punkt, in welchem man außerdem geschützt ist, damit niemand einfach immer die Leute am Spawn tötet. Niemand mag solche Leute. Nintendo mag solche Leute auch nicht. Auf dem Gamepad hat man dann immer eine komplette Übersicht der Map und wenn man ein Teammitglied antippt, kann man sich sofort zu dessen Position teleportieren. Ey, Alter. Ja? Komm mal kurz her. Okay, ich springe eben rüber.
Ganz ehrlich, es wäre so super, wenn es das auch im echten Leben geben würde. Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet auf euer Smartphone irgendeine Stelle auf Google Maps antatschen und würdet sofort dahin fliegen. Touchen. Aber hey, das wäre eine Millionenidee. Apropos Gamepad. Das Gamepad ist für Splatoon Pflicht, was aber auch gar nicht mal so blöd ist. Splatoon ist ein Shooter an einer Konsole und normalerweise finde ich sowas immer ein wenig falsch. Jedoch durch die Gyrosteuerung des Gamepads lässt es sich wunderbar zielen. Splatoon ist meiner Meinung nach ein gutes Beispiel für sinnvoll eingesetzte Motion Controls. Ich könnte mir das Spiel nicht ohne vorstellen. Ich habe schon mal versucht, nur mit dem Stick zu spielen und es waren 30 Level voller Qualen. Dann bin ich umgestiegen zur Motion-Steuerung und nun ergibt mein Leben viel mehr Sinn. Hurra! Zu guter Letzt kommen wir zum Rangkampf. Hier geht es eher um Leben und Tod, beziehungsweise um den eigenen Rang. Und hier kommt es auch zum typischen: Meine Teammitglieder sind alles Vollidioten. Im Rangkampf gibt es 3 verschiedene Modi. Es gibt den Tour-Modus, dann den Erober nur ein Feld-Modus und den Capture the Flag-Modus, wobei es hier eher darum geht, eine Kanone zu transportieren. Bei allen geht es eigentlich immer darum, wirklich im Team zu arbeiten. Beim Turmkommando geht es darum, diesen einzunehmen und zu halten. Hier ist es Einfärben egal, denn hier wird definitiv mehr abgeschossen als einfach reingefärbt. Operation Goldfish hingegen ist wie ein klassischer Capture the Flag bzw. Capture the Fish Modus, obwohl man hier eine tatsächlich mächtige Waffe transportiert. Dann gibt es noch die Herrschaft, bei der eine kleine Fläche für einen bestimmten Zeitraum erobert werden muss. Im Rangkampf kann es sogar zu K.O.-Siegen kommen. Oder, wenn die Zeit abgelaufen ist, gewinnt das Team, welches am nächsten dran war, einen K.O.-Sieg zu erringen. Im Rangkampf bekommt man allgemein mehr Punkte und zusätzlich Rangpunkte. Wenn man gewinnt, bekommt man welche, wenn man verliert, verliert man aber auch welche. Ach ja, Splatoon hat auch Amiibo-Support. Wow. Okay, haben wir das auch geklärt. Allgemein kann ich sagen, dass Splatoon ein Online-Shooter seit langem ist, bei dem ich wirklich Spaß habe. Die Runden sind schnell, man verliert kaum Zeit und ich finde es auch sehr fair und einsteigerfreundlich. Außerdem ist es meiner Meinung nach der einzige Konsolenshooter, der eine vernünftige Steuerung aufweist. Ich mag Splatoon, weil man rumspritzen kann. Aber auch wenn Splatoon viele positive Aspekte aufweist, gibt es hier und da auch noch ein paar negative Dinge. Das größte, was mich stört, ist die Map-Auswahl. Es sind sowohl für den Rangkampf als auch für den Revierkampf, wenn man noch 2 Maps gleichzeitig verfügbar, welche dann alle paar Stunden wechseln. Ich sehe einerseits für neue Spieler den Vorteil darin, dass man sich schnell an die Maps gewöhnt und nicht in jeder Runde mit einer neuen konfrontiert wird. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Spiel kennt, kann es einfach dazu kommen, dass man sich darüber ärgert. Ich kann demnach nicht verstehen, weshalb es nur 2 Maps sind und nicht ein wenig mehr. Auch dass es keinen vernünftigen lokalen Multiplayer gibt, mit dem man auch online spielen kann, finde ich schade. Ich kann es verstehen, warum es nicht geht. Schade finde ich es trotzdem. Ein anderer Kritikpunkt war, dass man schlecht mit seinen Freunden spielen konnte. Aber dieses Problem wurde weitestgehend behoben. Man kann mittlerweile auch ganz freie Räume erstellen. Ich kann Splatoon nur weiterempfehlen. Es ist ein ziemlich unverbrauchtes Konzept und macht eine Menge Spaß. Ich kann jedem nur raten, der irgendwie Interesse an diesem Spiel hat, es zumindest mal auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen zur Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir und dem guten Glocke einen Daumen da. Wenn nicht, dann schade. Wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, dann teilt doch dieses Video. Sowas hilft wirklich übrigens. Und, der gute Glocke, ein Special Thanks an dich. Ich habe seinen Kanal mal in die Beschreibung gepackt. Der macht auch ziemlich coole Splatoon-Let's Plays. Würde ich mal vorbeischauen. Apropos Splatoon-Let's Plays. Wusstet ihr, dass ich einen Let's Play-Kanal habe? Nee? Jetzt wisst ihr es. Fulltime Plays. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wenn ihr noch mehr Bock auf Videos von mir habt, dann, habe ich als letztes ein Video zu Animal Crossing gemacht. Das könnt ihr euch anschauen, indem ihr da auf den Link klickt. Oder wenn ihr Lust auf ein Shooter-Spiel habt, da habe ich ein Video zu Portal gemacht. Das könnt ihr euch auch anschauen. Muss nur da auf den Link klicken. Hallo? Guckst du überhaupt noch? Hallo? Ja? Warum hast du das Video noch nicht beendet?